Herzlich willkommen zum Kapitel Mineralstoffe und Vitamine. Ich habe das Kapitel bewusst so genannt und nicht Ernährung, weil ich den Fokus darauf legen möchte, dass das aus meiner Sicht die zwei Themen sind oder die zwei Bestandteile unserer Ernährung, die vollkommen vernachlässigt werden. Wir haben jetzt in den letzten Kapiteln gehört, dass es einmal wichtig ist, den Körper zu entleeren. Das war das Kapitel der Entgiftung. Dann sind wir darüber hinausgegangen, wie wird der Körper eigentlich gesteuert. Ja? Wir sind auf die mentale Programmierung gegangen. Und wenn man die zwei Kapitel verstanden hat, ist quasi jetzt die nächste Folge, ja, was kommt denn überhaupt oder was sollte denn überhaupt in den Körper reinkommen? Und bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mal eine Frage in den Raum werfen. Wie alt kannst du werden? Und viele werden sich jetzt überlegen, so ja, keine Ahnung, mein Opa ist 80 geworden, sowas in dem Dreh. Das viel Spannendere an dem Thema ist eigentlich, dass das sehr weit daneben ist. Also wenn man von der medizinischen Seite kommt, hängt unser Alter oder quasi das mögliche Alter nur an der DNA und an den Telomeren ab. Die Telomere sind das Ende der DNA. Das heißt, immer wenn sich eine Zelle teilt, werden die Telomere kürzer. Das heißt quasi bei jeder Zeitteilung werden die kürzer, bis sie irgendwann nicht mehr da sind und dann kann sie die Zelle nicht mehr teilen. Das heißt quasi, wenn sie beschädigt ist und kaputt geht, war es das. Dann sind wir tot. Und rein rechnerisch ergibt sich dann ein Zielalter von ca. 120 Jahren. Jetzt kann man sich fragen, wow, krass, 120 Jahre, warum werden wir dann nicht so alt? Und es liegt genau an den ersten Kapitel, also das heißt quasi an dieser Vergiftung, das heißt quasi, wenn der Körper vergiftet ist, dadurch gelähmt ist, Körperprozesse geschädigt sind, muss quasi entweder die Zellen öfters regeneriert werden, das heißt quasi die Zellteilung findet öfters statt, oder auch die Zellen, die DNA wird einfach komplett geschädigt und die Zelle stirbt mit ihrer darin enthaltenen DNA vorher ab. Also quasi man hat ein beschleunigtes Alter, also eine beschleunigte Alterung. Spannend ist auch, wenn man jetzt mal den Blickwinkel in Gegenden wirft, wo so eine typische Vergiftung nicht vorkommt und, sage ich mal, auch das Thema Mineralien, Vitamine in den Griff haben und natürlich auch noch eine Bewegung, also der ganze Lifestyle anders da ist. Wenn man zum Beispiel nach Nepal schaut, ins Gebirge, wo Menschen in so Bergdörfern leben, dort werden die genauso alt. Also dort werden die ca. 110, 120 und das ohne dass sie 10 Jahre im Krankenhaus liegen und irgendwelche Wehwehchen haben, sondern die erreichen eigentlich ein hohes Alter. Natürlich sieht man es denen an, aber die sehen dann mit 110 aus, so gefühlt wie 80, zumindest aus unserer westlichen Altersstruktur gesehen. Und ja, die können dann noch laufen, die können noch reden, die beteiligen sich noch an den Dorfleben und das ist quasi so die Zielgröße, die ich eigentlich für die Menschheit sehe. 120, Pi mal Daumen. Und das ist echt das Schöne dabei, ohne eine sehr lange Krankheitsgeschichte zu durchleben. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, was heißt denn eigentlich Krankheit? Der Körper regeneriert sich ja immer selbst. Ja? Also der Körper macht ja nichts anderes den ganzen Tag, als Dinge im Körper zu reparieren. Und Krankheit ist eigentlich immer ein Resultat daraus, wenn er der Reparatur nicht hinterherkommt. Ja? Also das heißt, zum Beispiel, wenn man einen Vireneffekt hat, kommt er lokal an der Stelle, wo der Virus angreift, quasi dem Heilungsprozess nicht hinterher. Das ist auch normal und es wird auch mit Sicherheit jemanden im Nepal erwischen. Aber das grundsätzliche Verständnis ist eigentlich, dass der Körper damit immer klarkommt. Also das heißt, dass diese unendlichen Krankenhausaufenthalte, vor allem am Ende des Alters, am Ende der Lebensphase, nenne ich es jetzt mal, überhaupt nicht notwendig ist. Und das ist die Überleitung zu diesem Punkt. Das schafft der Körper nur, wenn er quasi die Bausteine dazu hat. Also reparieren kann der Körper nur, wenn er wie bei einem Lego-System wirklich die Bausteine dazu hat. Also er kann ohne Magnesium
kannst du keine Gehirnzellen vernetzen. Ja? Oder ohne Magnesium kannst du keinen Dauersport betreiben. Ja? Also die Muskulatur braucht Magnesium-Ionen, um zu funktionieren. Ja? Genauso braucht der Körper Vitamin C oder Vitamin D oder B12, eben die ganze Palette. Und aus dem Blickwinkel darf man sich jetzt fragen, ja, was ist denn eigentlich in unserer Ernährung drin und ist es ausreichend, was da drin ist oder nicht? Um nochmal einen Überblick zu geben, die Ernährung besteht eigentlich aus, ja, sage ich mal, 6 Bausteinen. Also wir haben auf der einen Seite grundsätzlich erstmal alles, was Energie liefert, also Brennwert, das heißt Kohlenhydrate, Fette. Das heißt, das ist das, was uns grundsätzlich die Energie liefert. Ja? Das ist das, was wir in der westlichen Welt definitiv genug haben. Das ist das, was fürs Übergewicht sorgt, ja? Und worüber wir uns keine Gedanken brauchen. Ja? Also jeglicher Zucker, jeglicher Fett ist Nährstoff für unseren Körper und da haben wir definitiv jeden Tag genug davon. Ein anderer wichtiger Baustein ist aber zum Beispiel Eiweiß. Eiweiß brauchen wir unter anderem für Zellbausteine, also dass man Muskulatur aufbauen kann. Und auch da würde ich sagen, für den Otto-Normalverbraucher haben wir genug Eiweiß in unserer Ernährung. Es kann sein, dass es Sportler gibt oder wenn man auf Bodybuilding steht, dass man mehr Eiweiß braucht, ja, dass man dann irgendwo auf 100 Gramm Eiweiß am Tag hochgeht oder 120, was auch gerechtfertigt sein kann. Aber wenn wir über die Durchschnittsbevölkerung sprechen, ist auch das ausreichend. Daneben gibt es dann noch ein interessantes Feld, sind auch Ballaststoffe. Ballaststoffe sind das, wo man immer dafür sagt, ja, das braucht die Verdauung. Bis vor kurzem war eigentlich gar nicht so bewusst, warum man quasi unverdauliche Pflanzenreste, das sind Ballaststoffe, im Darm braucht. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass die quasi benötigt werden, um Wasserstoff zu produzieren. Ist ein super spannendes Kapitel, aber definitiv eine eigene Folge wert. Aber quasi Ballaststoffe führen dazu, dass man Wasserstoff im Darm produziert und dieser Wasserstoff ist quasi ein starkes Radikal und das wird im Körper quasi genutzt als Radikalbinder. Und jetzt kommen wir quasi zu den 2 anderen Bestandteilen, die sehr wichtig sind Vitamine und Mineralstoffe. Bei den Vitaminen, die größte Problematik ist eigentlich, dass die wasserlöslich sind und man sie durch Hitze zerstören kann. Hier kommt es eigentlich schon auf die Zubereitungsart an. Das heißt quasi, wenn ich Obst nehme und es koche, sind hier einen großen Teil der Vitamine schon zerstört. Das heißt quasi, um einen sauberen Vitaminhaushalt zu haben, braucht es immer einen Anteil an Rohkost, also im Prinzip Obst. Das ist einfach das Einfachste. Frisches Obst und Obst, was regional angebaut ist, also was genug Licht, also auch Sonne abbekommen hat, um quasi die Vitamine auch auszubauen. Das ist gleich eine Überleitung zum nächsten Kapitel Mineralstoffe. Man kann ganz einfach testen, ob in einem Produkt genug Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind, nämlich am Geschmack. Denn Geschmack ist ein Sekundärstoff. Das heißt, Obst, Pflanzen, Gemüse, das nach etwas schmeckt und quasi den typischen Eigengeschmack hat, ja, dass Brokkoli nach Brokkoli schmeckt, ja, und nicht, dass Brokkoli nach irgendwas schmeckt, aber nicht nach Brokkoli oder dass ich in eine Tomate reinbeiß und die eigentlich nur nach Wasser schmeckt, aber nicht diesen typischen Tomatengeschmack hat. Oder Erdbeere ist auch so ein Klassiker, ja, schaut wie eine wunderschöne Erdbeere aus, aber schmecken tut es wie auch ein bisschen Wasser. Da ist definitiv ganz, ganz wenig enthalten, weil Geschmacksstoffe eine Sekundärstoffe sind. Und Sekundärstoffe werden nur ausgebaut, wenn die Pflanze mit vollständigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt wird. Heißt quasi, eine Erdbeere, die nach nichts schmeckt, da hatte die Pflanze nicht die Chance, in ausreichenden Mineralstoffen und vitaminreichen Boden zu wachsen. So einfach ist das Ganze. Das heißt, sobald man immer was isst, was nach nichts schmeckt, nimmt man maximal Kohlenhydrate, also den Brennwert zu sich, ja, oder Fette. Und das ist für mich so dieser ultimative Tipp eigentlich, wenn man was an seiner Ernährung verändern möchte, ist der grundlegendste Tipp, den ich sagen kann, kauft nur noch Produkte, die nach was schmecken. Und es fängt bei der Tomate an, geht über die Erdbeere, kann aber auch eine Kartoffel sein. Ja? Ich habe auch schon sehr viele Kartoffeln gegessen, die eigentlich noch nichts schmecken und die erst schmecken, wenn ich es quasi frittiere und dann noch Salz und Paprikapulver drüber haue. Ja? Oder auch das Klassische in der Küche, ja. So viele tolle Gewürze haben wir da, weil die Pflanzen, die wir zum Kochen benutzen, nach nichts schmecken. Ja? Ich koche so oft eine Tomatensauce und muss so viel Paprikapulver reinhauen, damit die
Tomatensauce nach Tomate schmeckt, was eigentlich super surreal ist. Und das ist quasi dieses Ergebnis dieser industriellen Landwirtschaft. Ja? Also wir kommen daher, dass wir zu wenig Lebensmittel hatten. Ja? Also wir kommen aus Kriegszeiten, wo es wirklich ums Sterben ging, ja? Wo wir wirklich zu wenig zu essen haben. Und dadurch kam die industrielle Revolution, wo es hieß, okay, wir müssen jetzt genug Lebensmittel anbauen, dass sie für alle reichen. Den Level haben wir erreicht, aber in dieser industriellen Anbau ist der Gedanke des Geschmacks vollkommen vernachlässigt worden. Ja? Das heißt quasi, hier geht es nur um Masse und geht nur um diesen Brennwertcharakter, ja? Also dass wir nicht sterben. Aber es geht eben nicht darum, unseren Körper bestmöglich zu versorgen. Ja? Und für alle Dinge, die extrem hochwertig sind, also wo es über das Überleben hinausgeht, also das heißt quasi, sobald ich anfange zu denken oder sobald ich anfange Leistungssport zu machen, also das kann man jetzt auch übertragen auf den Beruf. Ja? Also immer wenn ich in sehr lebensintensive Phasen komme, brauche ich Mineralien und Vitamine, weil sonst funktionieren die Körperprozesse nicht. Ja? Mineralstoffe sind die Grundvoraussetzung für Enzyme. Das ist für mich auch was so in der klassischen Lebensmittellehre ein bisschen zu gering erwähnt wird. Deswegen möchte ich es hier ausbauen. Enzyme sind quasi ein Zusammenschluss von mehreren Molekülen, wo im Kern immer eine gewisse Anzahl von Mineralien da sind. Und das können auch sehr außergewöhnliche sogenannte Spurenelemente sein. Und die sind notwendig, damit das Enzym in seiner maximalen katalysatorischen Eigenschaft wirken kann. Heißt aber auch, wenn ein Spurenelement fehlt, ist der Körper auch so intelligent und ersetzt es durch ein anderes Spurenelement. Und das ist das, was wir heutzutage aus meiner Sicht sehr oft finden. Also die Enzyme, die wir brauchen, sind da, aber die sind nicht ideal aufgebaut, sondern die sind mit Mineralien aufgebaut, die notdürftig eingebaut werden, weil nichts Besseres da ist. Und das ist die Message, die ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr eure Körperprozesse auf dem High sehen wollt, ja, wo der Körper wirklich in der Lage ist, alles zu reparieren. Ja. Daraus resultiert dann auch eigentlich eine Phase, wo man kaum krank ist. Ja. Also wo es nicht normal ist, dass man jeden Winter einen Schnupfen bekommt, sondern darüber hinausgeht und eigentlich sagt so, boah, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal eine Erkältung hatte. Wenn man dahin will, braucht es diese Basis an Mineralien und Vitamine. Und weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass es heutzutage eher der Standard ist, dass die Produkte unterversorgt sind, bewusst oder unbewusst, gilt es sich zu überlegen, ob man nicht supplementieren möchte. Ich weiß, Supplementieren wird von vielen aus einer anderen Blickwinkel gesehen, wo ja, nee, ich kann alles über meine Ernährung aufnehmen und ich muss nicht supplementieren und es ist nur Geldmacherei. Aber ich kann aus meiner eigenen persönlichen Geschichte erzählen, dass ich erst zu dem Unternehmer werden konnte, der ich gerade bin, als ich zum Beispiel Magnesiumcitrat gefunden hatte. Weil ich immer unter Magnesiummangel gelitten hatte, weil ich quasi immer viel gearbeitet habe, ich habe viel Sport gemacht und ich habe noch viel Kreatives gemacht. Also das heißt, mein Gehirn und meine Muskulatur waren im Dauermodus. Und das ist zumindest meiner Sicht so, kann man mit einer normalen Ernährung einfach nicht mehr ausgleichen. Und da sollte man sich dann auch nicht schämen, irgendwie zur Supplementierung zu greifen. Ja? Das ist einfach jetzt eine Möglichkeit, die 2020 vorhanden ist. Ja? Und die auch relativ kostengünstig ist. Ja? Also so eine Supplementierung, wenn man ein Produkt hat mit einer sauberen Inhaltsstoffauswahl und man zum Beispiel, was ich auch empfehlen kann, sind Zitratstoffe. Zitrate haben eine sehr hohe Bioverfügbarkeit, weil sie sehr leicht wasserlöslich sind. Und zum Beispiel Magnesiumcitrate, Calciumcitrate, Zinkcitrate, die sind nicht teuer. Also da kommt man mit einer 200 Gramm Packung locker mit 20, 30 Euro hin. Und das bringt einen extremen Vorteil für das eigene Leben.
Und das ist das, was ich aus Herzen einfach empfehlen kann, sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn man sich unsicher ist, natürlich wie immer, gilt hier auch der Rat, mit einem Experten drüber reden, ja, zu einem guten Heilpraktiker, zu einem guten Arzt und einfach zu sagen, ja, ich habe die und die Alltagsprobleme und würde gern supplementieren. Was könnten Sie mir empfehlen oder können Sie eine Blutanalyse machen oder, um quasi dieses Thema abzurunden. Ja. Das war's zum Thema Mineralien und Vitamine und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.